Herzlich willkommen zurück zu den Emil Frey Versus Videos. Heute die kleinen SUV-Konkurrenten, der Peugeot 2008 und der Ford Puma. Zuerst schauen wir direkt die technischen Daten an, dann zusammen das Design, die Interiors, dann gehen wir fahren und am Schluss ziehen wir ein Fazit, welcher besser ist für dich. Bevor wir jetzt auch wirklich anfangen, habt ihr den Kanal schon abonniert? Falls nicht, höchste Eisenbahn. Und schreibt doch in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes würdet sehen. Jetzt also zu den technischen Daten, fangen wir doch gerade mit dem Peugeot an. Der Peugeot behaltet alles sehr übersichtlich. Es gibt eine Hybridversion wie im Video und eine Elektroversion, die man in der Schweiz kaufen kann. Weiterhin gibt es 3 Ausstattungsvarianten. Den Style gibt es ab 33.350 Franken, der Allure ab 35.400 und wie wir im Video haben mit der GT-Version ab 37.300 Franken. All die Preise gelten für die Hybrid, die Elektroversion ist im Schnitt etwa 500 Franken teurer. Der Hybrid ist ein 1,2 Liter 3-Zylinder mit 145 PS, von denen 28 vom Elektromotor kommen und er hat totales Drehmoment von 230 Nm und geschaltet wird über eine 6-Gang-Automatik. Der Verbrauch liegt bei 5,5 Liter auf 100 km. Jetzt zum Ford. Es gibt keine Elektrovariante, dafür 3 verschiedene Hybridmotoren und 4 Ausstattungslinien. Der Puma Titanium gibt es ab 29.500 Franken, die ST-Line ab 30.500 Franken und die ST-Line X, wie wir sie im Video haben, ab 33.000 Franken. Die teuerste ist die Sound Edition ab 36.800 Franken. Per se haben alle 3 einen 1 Liter 3-Zylinder, der Unterschied liegt aber beim Getriebe und bei der Leistung. Es gibt eine 125 PS Version mit 6-Gang Schaltgetriebe und 170 Nm. Der Verbrauch liegt auch wie beim Peugeot etwa bei 5,5 Liter auf 100 km. Ein Level höher bekommt man ein 7-Gang Automatikgetriebe, entweder mit 125 PS und 170 Nm oder 155 PS und 190 Nm. Der Verbrauch bei denen liegt bei 5,9 Liter auf 100 km. Der Peugeot ist etwa 4,30 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Der Ford ist ein bisschen kürzer mit 4,2 Meter, aber auch 1,8 Meter breit und etwa 1,5 Meter hoch. Ich kann sagen, allgemein zu der Designsprache, der Peugeot ein bisschen mehr out there, ein bisschen mutiger unterwegs wie der Ford. Das fängt schon bei der Front an. Der grosse Peugeot-Badge, der neue, der mir eigentlich persönlich sehr gut gefällt. Die Lichter, die da wieder durchgezogen sind, die Krallen vom Loi, die wir ja schon aus anderen Car-Reviews kennen. Ford innen ein bisschen dezenter, mir gefallen die Lichter sehr gut. Und da auch ein relativ simpler Grill. Auf der Seite wirkt der Ford deutlich filigraner. Er ist auch 10 cm kürzer wie der Peugeot, aber es sind auch schöne Linien. 18 Zoll Felgen auf der ST-Line sieht auch sehr, sehr gut aus. Hinten haben wir noch einen kleinen Dachspoiler, der da wirklich noch so aufsteigt. Also auch wieder ein sportlicher Touch. Dann weiter zum Heck, Drücklichter, die sich schön über die Seite bis auf den Kofferraum ziehen. Overall einfach ein schön stimmiges Heck, nicht aufdringlich oder so, einfach gut durchdesignt. Und mir gefällt, dass Ford wirklich immer noch am originalen Badge festhält und nicht irgendwie versucht zu modernisieren, weil der sieht einfach super aus. Wie schon gesagt, der Peugeot wirkt von der Seite her ein bisschen grösser, mehr SUV-mäßig wie der Ford im Vergleich. Da noch der Badge für die GT-Line, das zeigt, dass wir ein bisschen eine höhere Ausstattungslinie haben. Da eigentlich relativ normal und nachher dann die Linien, die sich da teilen, die gefallen mir sehr. Die eine zieht sich weiter bis über das Rücklicht und die andere sozusagen in den Felgen. Zu den Felgen da jetzt 18 Zoll Felgen drauf in schwarz. Gefallen mir sehr gut mit den Linien, die da drin sind. Echt schön designt. Und dann zum Heck. Deutlich mehr designt wie der Ford. Die Lichter da mit diesen kleinen LED-Linien, die da eingelassen sind, gefällt mir wirklich sehr gut. Auch der Badge da hinten schön im Schwarz gehalten. Was ich noch cool finde, sind die Blenden, weil sie sind für eines Mal nicht fake. Es kommt tatsächlich hinten ein Rohr. Es ist zwar viel kleinere Blenden, aber es ist wenigstens nicht einfach nur ein Accessoire, das schlussendlich zu ist, sondern es kommt tatsächlich ein Auspuff hinten. Und zwar 2, nicht nur einen. Herzlich willkommen in meinem Mobile Office oder auch die Ford Megabox. Dank der Megabox hat man da noch zusätzlich wahnsinnig viel Platz in seinem Kofferraum. Ich kann zum Beispiel hier auch Mini-Cold Plunge oder so machen, weil man kann da tatsächlich aufmachen und zum Wasser rauslassen. Also theoretisch könnte man da irgendwie so ein Fußbädeli oder so installieren. Zwar nur 70 Kilo Nutzlast, aber für Kinder oder so wäre das ja noch eine lustige Möglichkeit. Ansonsten haben wir 456 Liter Volumen im Kofferraum, dank dem doppelten Boden. Sonst hat es nicht wahnsinnig viel mehr im Kofferraum, aber die elektrische Heckklappe dank einer etwas höheren Ausstattungslinie. Der Peugeot, trotz schon der etwas teureren GT-Line, hat keine elektronische Heckklappe, aber eigentlich relativ gut erreichbar von der Höhe her. Wir haben hier ein bisschen weniger Kofferraumvolumen, 434 Liter im Vergleich zum Ford, haben aber eine Art doppelten Boden, wenn man noch ein bisschen mehr Platz bräuchte. Und da drunter hat es dann noch ein bisschen Platz für ganz kleine Sachen, einen Schirm oder so, oder eine Decke.
Aber ja, vom Kofferraumvolumen her denke ich, lange es bei beiden Führung. Zum Interieur vom Peugeot, wie wir es kennen von den Franzosen, tiptop durchdesignt, moderner Look. Fängt bei den Sitzen an, der mit diesen schönen hellgrünen Akzent auf so einem Alcantara-ähnlichen Material geprägt sind. Dann auch weiter über die Carbonflächen, die wir auf dem Dashboard haben, das Steuerrad. Sehr speziell bei Peugeot wirklich so klein gehalten. Man schaut eigentlich über das Steuerrad auf den Tacho, was ich sehr unvorteilhaft finde für gewisse Körpergrössen. Also man muss genug gross sein, dass man drüber sieht, und es ist meiner Meinung nach schwierig, da eine richtig gute Sitzposition zu finden, dass man trotzdem alles auf dem Tacho sieht. Hätte man wahrscheinlich ein bisschen anders lösen können, aber sie haben das schon seit längerem so und ziehen das natürlich irgendwo durch. Dann zum Infotainment auch sehr minimalistisch und simpel durchdesignt, echt schön gemacht. Es ist nicht ganz das Schnellste, aber ich denke, für das, was man es braucht, lange es. Man hat dann also Quick-Funktionen, die man selber einstellen kann, und wahrscheinlich braucht man mehr oder weniger nur Apple CarPlay und Android Auto, und dann ist man sowieso nicht wahnsinnig auf das Infotainment angewiesen. Weiter unten in der Mittelkonsole, hinter dem Klavierlackpanel da, verbirgt sich noch eine weitere Ladefläche zum Handy chargen, induktiv. Unten dran eine kleine Ablagefläche, 12 Volt Anschluss. Da der Gangwahlhebel, den wir schon kennen aus diversen Citroën und Peugeot-Produkten. Drive Mode Select, 2 Getränkehalter und eine kleine Mittelkonsole und ein kleines Schlüsselfächchen hier oben drin. Ja, vom Design her wirklich spannend. Es gibt immer etwas Neues zu sehen da drin. Also, cool gelöst. Das Interieur im Ford deutlich pragmatischer im Vergleich zum Peugeot, aber auch sehr schön gelöst. Mit der ST-Line, die wir hier haben, sportliche Sitz mit auch so ein bisschen Alcantara-mäßigem Material und der roten Näht gefällt mir sehr gut. Das Steuerrad ist auch eine bisschen speziellere Form, auch ein bisschen ähnlich wie im Peugeot, aber deutlich grösser, und man schaut nicht über das Steuerrad auf den Tacho, sondern durch das Steuerrad durch, was deutlich besser funktioniert. Ich sehe hier das digitale Display super klar. Es tut wie so ein bisschen das Verlangen für das Head-Up-Display eliminieren, weil der Screen wirklich sehr nah und gut sichtbar ist. Eben von den Türen her ist alles sehr simpel designt. Das kommt relativ schnell dann doch zum Hartplastik, aber ja, das ist nun mal heute einfach so. Das Infotainment auch wie der Rest vom Interieur pragmatisch, schön aufgeräumt. Alles, was man braucht, auf einen Blick. Da im Homescreen, links die Navigation, rechts das Radio, das Telefon und auf der rechten Seite noch die ganzen Features, die man einstellen kann zum Auto. Super simpel gelöst. Wenn man in einem View ist, zum Beispiel eine Navigation, hat man immer gleichzeitig noch Zugriff auf das Radio. Über Swipe bekomme ich den anderen Screen über. Das finde ich auch recht gut gelöst. Und eben, wie gesagt, auch Apple CarPlay, Android Auto, wo man dann wahrscheinlich schlussendlich braucht. Klimafunktionen leider auf dem Touchscreen, aber auch die Sitzheizung ist darüber gelöst, über so einen Slider. Ist okay, sie haben sich da ein bisschen Panels sparen. Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass da vielleicht noch so eine Reihe Knöpfe hätte. Aber so funktioniert es eigentlich auch recht gut. Unten Möglichkeiten zum das Handy induktiv laden. Wichtig, da oben noch ein Volume-Dreh-Button, so wie es muss sein und nicht über einen Touchscreen. Also da Punkt für das. Und dann da noch die Quick-Funktionen für den Park Assist und Start-Stopp abstellen. Gangwahlhebel, sehr klassisch gemacht, und wir haben effektiv eine manuelle Handbremse. Und das finde ich sehr cool. Das ist ja sonst die modernen Autos eher weniger gesehen. Und das, finde ich, macht es noch ein bisschen sportlicher und mehr Driver-focused. 2 Cupholder und eine Mittelkonsole mit einem kleinen Fächchen, das man rausnehmen kann. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Platz, aber sonst auch relativ ein simples Interieur. Wo man jetzt die 10 cm Länge spürt im Vergleich zum Peugeot, ist definitiv auf der zweiten Sitzreihe. Das ist nicht eine Ford seine Stärke da. Ich habe da nicht wahnsinnig viel Platz für meine Beine. Auch Kopfstützen. Ja, ich komme einfach oben ran und auf der Seite komme ich relativ schnell mit dem Kopf an. Mit 1,88, etwas kleineres, ist das wahrscheinlich gar kein Problem. Wir haben in der Mitte keine Mittelkonsole oder so. Dafür haben wir 2 USB-C und einen 12 Volt Anschluss dahin. Ansonsten, ja, wahrscheinlich im Peugeot deutlich angenehmer zum Hinhocken. Es ist da recht dunkel und viele Plastikflächen. Aber eben, ich denke, für die Größe des Autos doch einigermaßen akzeptabel. Für ein Reiseauto würde ich jetzt doch eher den Peugeot nehmen. Wie schon gesagt, da habe ich jetzt Platz. Ich komme am Sitz nicht an. Wir haben zwar auch keine Mittelkonsole, aber dafür auch USB-C und sogar noch einen USB-A-Anschluss. Aber es fühlt sich da innen einfach ein bisschen luftiger an. Vom Kopf her habe ich ein bisschen mehr Platz oben. Auf der Seite nicht unbedingt, da komme ich auch an.
Aber nur schon von der Beinfreiheit und dass ich die Füße schön unter den Sitz unterbringe, macht es deutlich angenehmer zum innen zu hocken. Also für längere Strecken oder wenn man doch mal mehr mit 4 Personen unterwegs ist, ist das vielleicht die bessere Wahl. So, jetzt sind wir im voll durchdesignten, modernen Peugeot. Ich muss sagen, es ist schon schön, da drinnen zu hocken. Es ist bequem, eben, es sieht alles cool aus. Ich muss einfach sagen, ich werde kein Freund von diesem Steuerrad-Layout. Irgendwie ist es immer ein bisschen störend. Ich kann meine Sitzposition nicht so einstellen, wie ich wirklich will. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen tiefer sitzen, weil ich gerne einfach meine Sitzposition tiefer habe. Und jetzt habe ich voll das Steuerrad im Blick. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich fahre. Das heisst, ich muss eigentlich meinen Komfort hinten hinstellen, damit ich überhaupt auf den Tacho sehe. Das ist einfach irgendwie schade und ich habe das Gefühl, es leidet ein bisschen darunter, dass man das so durchzieht. Weil sonst wäre es eben top schön designt da innen. Ich finde auch die Mittelkonsole wahnsinnig cool gelöst mit diesen Flips, die man da, oder diesen Flip-Switches, die man hat, wo man auf und ab drücken kann. Das ist wirklich cool gemacht. Aber einfach das, was auf den Fahrer sozusagen zugeschnitten ist, meiner Meinung nach nicht ganz optimal gelöst. Das ist im Ford einfach schöner gemacht. Oder? Da haben wir zwar Schaltwippen, wo wir in die Gas oder sage jetzt mal in die manuelle Gas schalten, wo wir selber entscheiden können, was für einen Gang wir wollen. Das finde ich cool. Das haben wir im Ford eben nicht. Aber dann komme ich irgendwie immer am Scheibenwischregler an oder ich komme am Blinkerhebel an und da unten hat es noch so ein riesen Teil für den Tempomat. Ich habe einfach das Gefühl, wir hätten es ein bisschen schöner lösen können. Aber abgesehen von dem hocken wir in einem absolut sehr bequemen Auto. Die sitzen wirklich cool, sie sehen super aus, sie sind bequem. Ich sehe vorne sehr gut raus. Ich habe zwar den Spiegel, der etwas weit oben runterhängt, aber das stört mich jetzt nicht dramatisch. Ich kann gut rundherum schauen. Und auch das, was auf dem Tacho angezeigt wird, ist sehr klar und deutlich sichtbar. So, wie fährt sich der Ford? Gerade mal so gesagt, deutlich dynamischer wie der Peugeot. Das ist wirklich das, was der, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet im Vergleich, wenn man die beiden gerade so Side by Side vergleicht. Das Auto ist mehr auf Dynamik aus. Es ist immer noch kein schnelles Auto, das ist auch nicht das, was man mit dem abzielt, aber es ist deutlich, vom Fahrspass hat man deutlich mehr, was das Auto bietet. Eben über die Federung, die etwas steifer ist. Wir haben fast kein Bodyroll. Also man muss wirklich sagen, die Lenkung ist sehr direkt. Trotzdem leicht, also es macht echt Spass, wenn wir jetzt da mal auf eine engere Kurve zukommen zum Beispiel. Lenkt sehr direkt ein, behaltet sich gut in der Kurve. Man verliert natürlich ein bisschen von dem komfortablen Fahren im Vergleich zum Peugeot, aber ich glaube nicht drastisch, dass man das irgendwie wirklich bemängeln müsste. Also von dem her, vom Fahren her, wahrscheinlich das ein bisschen spannendere Auto. Zusätzlich kann man sagen, die Sicht aus diesem Auto raus ist ein bisschen besser im Vergleich zum Peugeot. Die Scheibe ist nicht ganz so steil. Was ich aber muss sagen zu der Scheibe, es spiegelt recht fest. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach gerade vorne schaue, sehe ich eigentlich immer den Luftkanal vorne, den ich im Spiegel oder in der Scheibe sehe. Und zum Beispiel, als wir vorher in den Wald gefahren sind, hat das ganze Dashboard in der Scheibe gespiegelt und ich habe fast nicht mehr gesehen, wo man hinfährt. Ich weiss nicht, ob das einfach jetzt mit der Sonneneinstrahlung zu tun hat oder ob das wirklich etwas ist, was man so bemängeln kann. Es ist jetzt einfach sehr auffallend in dem Moment. Ja, jetzt, wenn man da so wartet vor dem Bahngleis, ist wirklich ein bisschen eine Interessenskonversation eben zwischen den beiden Autos. Sie sind auf Papier sehr ähnlich, preislich sehr ähnlich. Und sie sind auch, sage ich mal, im völlig gleichen Segment angesiedelt. Aber sie gehen ganz andere Zielgruppen an. Also eben, ich glaube, der Puma ist schon eher für die Person, die gerne fährt, vielleicht ein bisschen jünger ist. Wie gesagt, ein bisschen pragmatischer, sage ich jetzt mal, sich nicht damit wahnsinnig durchdesigntem Interieur muss beglücken. Und der Peugeot im Vergleich doch ein bisschen anders, dass er mehr, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich familienfreundlich ist. Er ist wahrscheinlich auch mehr, sage jetzt mal, auf den Komfort aus. Aber ich glaube, es sind Sachen, die ich persönlich jetzt absolut nicht für nötig halte und im Puma tiptop schön gelöst sind und auch eigentlich für das Preissegment so langen, oder? Ich brauche keine Carbon-Flächen auf dem Dashboard. Ich habe dafür viel mehr Freude an einem schönen grossen Display, wie er jetzt hier im Ford ist im Vergleich zum Peugeot. Und ich habe viel mehr Freude, wenn ich schön auf den Tacho sehe und nicht durch das durchdesignte Steuerrad abgelenkt bin. Ja,
Würde mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Eben, muss es immer durch ein Design sein oder lange es so, wie es der Ford macht? Noch zum Soundsystem, wir haben da B&O drin. Es tönt relativ gut für, sage ich mal, die kleine Anzahl an Speakers, die wir da drin haben. Definitiv besser als das Standard-Package im Peugeot. Dort gibt es natürlich auch ein Upgrade, wo man noch ein bisschen bessere Boxen konfigurieren könnte. Also abschließend kann man sagen, der Puma targetiert wahrscheinlich eher an ein jüngeres, fahrorientiertes Publikum, das ein pragmatisches, gut, schön durchdesigntes Auto will. Der Peugeot spricht eher die Personen an, die etwas Spezielleres wollen. Innen ist wirklich ein schönes Interieur mit ganz vielen speziellen Materialien. Außerdem auch ein Look, den du nicht immer überall siehst. Ja, jetzt liegt es an euch. Schreibt in die Kommentare, welchen ihr eher wählen würdet. Abonniert den Kanal und schaut nächste Woche wieder rein. Mein Choice geht zum Puma.